Herzlich willkommen zu meinem neuen Gitarrentutorial Bossa Dorado von Dorado Schmidt. Ich fange an mit der Konzertgitarre und die Noten kann man unten downloaden. Und das Intro beginnt mit einem D-Moll-Akkord und das ganze Stück ist auch in D-Moll geschrieben. Oben stehen die Noten und unten ist die Tabulatur. Also, ganz am Anfang kommt so ein James Bond Thema und dieser D-Moll-Akkord, dann nimmt man nur die oberen drei Saiten und dann geht es eben so. Ja, wie gesagt, D-Moll ist so, steht alles auf diesen Notenzettel, ein D-Moll plus 5, die Quinte wird erhöht und wird zum B, ich würde das mit dem ersten Finger dann so hochziehen. Schließlich kommt es zu einem D-Moll 6, vierten Finger wieder hin, dann den ersten wieder hin, zum D-Moll plus 5 und schließlich zum D-Moll. Am Schluss ist es ein G-Dur-Akkord und der geht dann chromatisch zum A. So. Und am Schluss kommt dann A7 minus 9. Wir sind jetzt im Takt 9 in dem A-Teil und da kommt so ein Textsprung. Ich würde also mit den Fingern spielen und so. Und dann steht oben drüber Vibrator. Den Vibrator bei der Konzertgitarre bitte vor und zurück machen, nicht hoch und tief, wie es bei der E-Gitarre ist. Also so. Das langt. Und der nächste Lauf würde ich nicht anlegen, frei anzupfen. Ich habe die Fingersätze hingeschrieben für die rechte Hand. So. Und man könnte es liegen lassen, würde ich aber nicht, lieber einzeln. Und die Finger sind dann so, wie es beim D-Moll üblich ist, dieses Dreieck da. Wieder ein Vibrator. Und ab dem Takt 14 würde ich anlegen. Da nicht mehr. Und dann diese drei Akkorde auf 2, 8 und 11. Eins, 2 und 3 und 4. Erst abschlagen, beim zweiten aufschlagen, dann nochmal aufschlagen und abschlagen. Ich würde deswegen beim zweiten Akkord aufschlagen, weil es zwischen den Taktrhythmen ist. Das kommt auf und. 1, 2 und 3 und 4. Also so. 1, 2 und 3 und 4. Dann sind wir im B-Teil. Da geht es wieder mit dem Sechstsprung weiter. Kleiner Vibrato. Diesmal kommt der Lauf mit einer 16. Triole. Wieder ein bisschen Vibrato geben. Nächster Zettel. Und ich würde das mal bei dem Takt 22 anlegen. Ja, anlegen heißt also, der Zeigefinger kommt auf die nächste Seite zum Stillstand. Apoyando heißt es. Das habe ich oben drüber geschrieben. Dann ein Slide. Und dann ist ein D-Moll-Akkord
runterspielen. Der schöne Zwischenteil. Und jetzt kommt in Takt 30 so ein Bending. Ich würde rechts nicht anlegen, hoch und wieder runter lassen. Auf dem 8. Bund. Also so. 1. Nochmal. Und dann in der 5. Lage wieder anlegen. Und dann wieder diesen Sechssprung. Wir sind jetzt im C-Teil. Und dann sind wir im Takt 38 mit einem Bending. Vorher ziehen. So. Und dann fallen lassen. Eigentlich ist es ein Release-Bending. Vorher ziehen und dann fallen lassen. Und das war schon. Dann kommt dieses James Bond Thema. Das Mal fängt es aber mit einer unteren Seite an. Auf keinen Fall anlegen. Also nicht so spielen. Das passt nicht. Frei anzupfen. Jetzt kommen wir zur Begleitung, zur Rhythmusgitarre. Die wird im Original mit einer Western-Gitarre gespielt, also Steel-Gitarre. Ich spiele jetzt das mit einer Konzertgitarre, das ist ja egal mit welcher. Die ersten Takte, das Intro, geht in G-Moll und das sind dann auf den Zählern 2 und 4 immer solche Rakes, also so. Bei 2 und 4 loslassen die linke Hand. Und außerdem wird es nicht in der 5. gespielt, sondern leer, da unten spielen. Tut man sich einfacher. Wenn dann der D-Moll plus 5 kommt, dann würde ich den Wechsel nach dem zweiten Rake schon wechseln. Man tut sich leichter. So. Habt ihr es gehört? Wenn ich das nicht mache, dann hätte ich zu wenig Zeit zum Wechseln. Ich tue jetzt nicht eher wechseln, dann wäre es ja so. Und dann muss ich da das zu kurz wechseln. Also ich finde, wenn man eine Achtel vorzieht, tut man sich leichter und klingt auch besser. Auch da. Also das würde dann doch eher so gespielt werden. Mit dem Daumen. Der G7 ist normalerweise so, dann wäre die Quinte drin, das ist aber nicht gewollt, wir wollen, dass die Quinte draußen, deswegen so, und die A-Seite dämpfen. Vielleicht mit dem Zeigefinger dämpfe ich das ein bisschen. Dann sind wir im Takt 9 bei dem Thema, wo das so gespielt wird. Und da macht die Rhythmusgitarre dann eben
in der 5. Lage das Mal und nicht offen, den D-Moll-Akkord. Und auch bei dem E7 mit H im Bass, der geht ja dann doch so, E7 und H im Bass, würde ich auch eine Achtel vorziehen, also so. Ich ziehe also immer eine Achtel vor. Ab und zu wird abgesetzt, das steht aber in den Noten drin. Dann sind wir im B, dann sind wir im Takt 25 und da gibt es ein A-Dim, also ein A vermindert, und den würde ich dann so nehmen. Mit einem kleinen Barré die A-Seite abdämpfen. Und nicht G-Moll 6, sondern G-Moll 7. Noch einmal. Dann kommt ein H-Dim, ein H vermindert. Und dann so einen Vorhalt. Im Takt 34 kommt noch was Kompliziertes. Es kommt ein D-Moll 9 mit A im Bass vor. Also so. Und dann 2 zurück. Und dann noch wechseln. Ja, das ist eigentlich das Schwierigste von der Rhythmusbegleitung. Und dann kommt wieder diese Einleitung. Ja, es steht eigentlich alles in den Noten drin und dann bleibt mir noch eins. Tschüss, viel Spaß beim Üben und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ciao.